Willkommen bei den Matrixern mit Jonathan und Shiva. Genau, heute ist unser wirklich spannendes Thema das analoge und das digitale Selbst. Sprich das Alltagsselbst und das wissende Selbst. Viel Spaß! Heute haben wir also das Thema das digitale und das analoge Selbst. Dabei geht es darum, ein Verständnis für das analoge Selbst zu bekommen, und ich denke, jeder von euch hat ja das analoge Selbst schon ausgiebig kennengelernt. Das ist nämlich euer Alltagsselbst oder ja, eure Ich-Persönlichkeit, könnte man sagen. Das Erzähl Selbst, du mal, ich bin beschäftigt. das Selbst, mit dem er also tagtäglich umgeht. Genau. Und das digitale Selbst, das ist das wissende Selbst. Das, was wirklich alles weiß und auch entscheidet und mit anderen wissenden Selbsten die Absprachen trifft, die ihr dann im Alltag so durchspielt. Wenn ihr beispielsweise von einem Alltagsselbst umschaltet ins digitale Selbst, ist das ungefähr so, als würdet ihr von einem billigen Computer, vielleicht C64 aus alten Zeiten, plötzlich zu einem Computer der heutigen Zeit umschalten. Mit Ultra HD 4K hast du nicht gesehen. Also optisch ist das schon ein so krasser Unterschied auch. Ja. Wir haben also im analogen Selbst die Wahrnehmung, die ihr jetzt kennt, die ist eben analog, könnte man sagen, in Anführungsstrichen. Und die Wahrnehmung ist durchschnittlich, man kann halt alles wahrnehmen, man hat eine bestimmte Peripherie und dergleichen. Im digitalen Selbst ist das so, als würde sich wirklich euer Bewusstsein weiten und ihr bekommt dann eine kristallklare Wahrnehmung und natürlich auch Zugriff auf euer ganzes intuitives Wissen, das ihr habt, einen bewussten Zugriff, was ja im analogen Selbst nur als rudimentäre Intuition vorhanden ist. Genau. Ja, der Witz dabei, der mich immer noch fasziniert und immer noch schockt, ist, dass wir im wissenden Selbst eigentlich wirklich alles Wissen vorhanden ist. Und wenn man dann in den Alltagszustand wechselt, einfach so tut, als ob man keine Ahnung hätte. Mich fasziniert das, ich kriege das überhaupt nicht auf die Reihe, das ist so faszinierend. Wir wissen die Lösung für alles und zack ist man zurück, tut man so, als hätte man keine Ahnung. Ist das nicht verrückt? Ist das nicht verrückt? Oh, was haben sie mit dir gemacht? Was haben sie mit dir gemacht? Geil. Also, ja, wie kann man sich das vorstellen mit den Absprachen? Also, man kann sich das, unsere beiden wissenden Selbste haben sich praktisch jetzt abgesprochen, dass wir beiden Alltagsselbste jetzt hier das Video drehen und wie wir das Video drehen. Ja, so in etwa kann man sich das vorstellen, nur dass wir beide hier gar nicht wissen, dass wir das vorher schon abgesprochen haben, dass wir hier jetzt dieses Video über das linke und rechte Selbst, also das digitale und analoge Selbst, drehen. Ne? Ja. Also das linke Selbst ist halt das digitale Selbst und ist mit der rechten Hirnhälfte verbunden, und das analoge Selbst ist das rechte Selbst und ist mit der linken Hirnhälfte verbunden. Viel Spaß bei der Verwirrung. Und es gilt natürlich, die beiden auszugleichen und zu verbinden und zu vereinen, damit man natürlich Zugriff auf beide hat und dann natürlich auch in seine Ganzheit kommt. So ist es. Wenn ihr also schafft, das analoge Selbst mit dem digitalen Selbst zu verbinden, dass also ein 100%iger bewusster Austausch stattfindet, dann hat man die Möglichkeit, in die Ganzheit des Selbst einzutreten. Wir merken das beispielsweise, wenn wir tagsüber, vielleicht gehen wir zu einem Freund und besuchen den Freund, und während wir uns mit dem Freund unterhalten, kann es durchaus passieren, dass wir vom analogen Selbst ins digitale Selbst wechseln, sprechen dort bestimmte Themen oder bestimmte Verhaltensweisen oder Gefühle oder dergleichen ab und wechseln dann wieder zurück ins analoge Selbst, um dort dann eben die abgesprochenen Elemente auszuführen. Das Problem ist, dass man den Wechsel eigentlich nicht mitbekommt im Alltag selbst.
Stimmt, das ist also eigentlich so, man kann sich das vorstellen, das analoge Selbst wird dann pausiert, es friert dann ein, dann wird gewechselt ins digitale Selbst, dort wird alles abgesprochen, dann wird wieder zurückgewechselt ins analoge Selbst und wieder die Play-Taste gedrückt und dann geht die Realität dort weiter. Und darum bekommt man das halt nicht mit. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum ist das so? Warum machen wir das so? Und als ich das gesehen habe, habe ich mir selbst gezeigt praktisch, wir wollen das so. Denn wenn wir alles hier wüssten, könnten wir gar nicht die Dinge so erfahren, wie wir sie eben erfahren. Wir könnten den Kaffee nicht als Kaffee trinken genießen. Wir könnten die Dinge einfach nicht so nehmen, wie sie sind. Also es ist relativ schwer auszudrücken. In jedem Fall könnten wir nicht die Erfahrung machen, die wir machen, wenn wir alles wüssten. Das heißt, wir verleugnen uns praktisch selbst, sind in unserem beschränkten Alltag selbst, um eben alles erfahren zu können. Genau, und wir wollen das so. Also es ist verrückt. Wir wollen nicht wissen. Ja, es dass ist eine wir wissen. bewusste Absprache, auf jeden Fall. Ja, das ist eine bewusste Absprache, damit das auch funktioniert. Ne? Damit wir halt im analogen Selbst weiterhin die Rolle spielen können, die von uns eben verlangt wird in dem Moment. Genau, die könnten wir sonst nicht spielen. Und manchmal muss eben in bestimmten Situationen improvisiert werden. Also wechselt man dann vom analogen Selbst ins digitale Selbst, holt sich da die Information bzw. macht dort die Absprachen und wechselt dann wieder zurück. Und somit kann man dann eben improvisieren. Das gleiche Thema finden wir auch bei Carlos Castaneda. Er bezeichnet die Selbst aber anders als das rechte und das linke Selbst. Bei Ramta ist das zum Beispiel das Traumselbst und das Alltagsselbst. Ja, so könnte man das auch ein bisschen sehen. Ja, obwohl Traumselbst, da denkt man ja wieder an Träume. Ja, das stimmt natürlich so nicht, sondern der Träumer ist der eben erschafft. Richtig, ja. Was du hier spielen sollst. Aber vielleicht erzähl doch mal von Castaneda. Ja, also bei Castaneda wird es aufgeteilt in rechtes und linkes Selbst. Das rechte Selbst ist das Alltagsselbst und das linke Selbst ist eben das erweiterte, wissende Selbst. Und bei Castaneda geht es ja auch darum, dass der Krieger, so wie er bei Castaneda genannt wird, eben lernt, in das linke Selbst zu wechseln. Das wird dort auch gleichgestellt mit einem höheren Bewusstseinszustand. Der ist auf jeden Fall höher, denn du bist da sehr, sehr erweitert auf der linken Seite und du weißt da eben auch alles. Das ist schon wahr. Und wenn du dann wieder zurückwechselst, fühlst du dich plötzlich wirklich, wirklich beschränkt. Ja. Aber auch nur dann, wenn man sich daran erinnert, dass man gerade im linken Selbst war. Ja. Aber meistens oder sozusagen fast immer erinnert man sich nicht, dass man gerade noch im digitalen Selbst war und zurückgewechselt ist. Solche Wechsel können bemerkt werden, manchmal zumindest Anzeichen dafür, wenn ihr zum Beispiel den Faden verliert. Ne, ihr redet also mit eurem Freund, lalalala, und plötzlich, zack, wisst ihr gar nicht mehr, worum es gerade noch ging. Oder ihr habt dann plötzlich völlig den Faden verloren, in welchem Thema ihr gerade wart. Und dann sitzt man dann da und denkt dann, ja, was habe ich gerade gesagt? Was war das gerade? Worum ging es gerade? Und das sind so kleine Anzeichen, dass da eben der Faden gerissen ist. Ist ja auch klar, weil man ja vom Alltag selbst ins digitale Selbst gewechselt hat und wieder zurückgewechselt ist. Und das kann dann dafür sorgen, dass eben eine Art Schnitt entsteht, bei dem eben dann das Thema kurzzeitig vergessen wird. Da muss der andere eben einen Tipp geben vielleicht, worum es gerade ging. Und das passiert ja recht oft eigentlich. Also das kann man ja manchmal schon beobachten in Diskussionen, dass der eine oder andere mal seinen Faden verliert. Genau, und jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie man den Kontakt zu seinem Wissenden Selbst aufnehmen kann oder wie man dahin wechseln kann. Und dafür müsst ihr dann praktisch neutral werden und in den Beobachter gehen. Praktisch wenn ihr zum Beispiel eine Lösung für ein Problem wollt, dann zieht ihr euch sozusagen zurück, werdet neutral, werdet Beobachter und lasst die Antworten kommen. Meistens kommen die dann vom Wissenden Selbst und das merkt ihr auch, weil meistens klingt das viel weiser und schlauer, als ihr im Alltag kommunizieren würdet. Also durch die Dissoziation natürlich kann man es schaffen, in den Beobachtermodus zu gehen,
dass ihr eben in der Dissoziation so viel Energie ansammelt, indem ihr nämlich eine ganze Zeit lang nicht mehr aktiv denkt. Und dadurch sammelt ihr eben die Energie an, die eben eine Beobachterposition ermöglicht, beziehungsweise dass ein Teil von euch oder ihr das Gefühl habt, ihr tretet einen Schritt zurück aus der Realität, ihr geht in Distanz zu der Alltagsrealität und werdet dann zum Beobachter. Und vom Beobachter aus könnt ihr dann, wenn es gut läuft, einen Zugang zum digitalen Selbst finden oder zumindest fällt euch dann der Wechsel auf. Genau. Es ist natürlich auch für den Alltag anzuraten, immer mal wieder in das bewusste Selbst zu wechseln oder bewusst zu werden, dass ich gerade bewusst bin. Zum Beispiel, wenn ich auf Toilette gehe, ich gehe gerade auf Toilette und ich beobachte, dass ich gerade auf Toilette gehe. Wenn ihr das bei vielen Kleinigkeiten am Tag macht, integriert ihr das praktisch und könnt so immer mehr in den Beobachter wechseln. Das wäre so eine kleine Aufgabe, so ein kleiner Trick. Genau. Immer mal wieder bewusst werden. Oder ihr macht euch einen Kaffee. Oder immer wenn ich mir einen Kaffee mache, werde ich mir bewusst, oh, ich bin präsent, ich bin bewusst. So kommt ihr natürlich auch in den Augenblick, bewertet nicht und genau. Also das zum allgemeinen Verständnis zum analogen und digitalen Selbst. Genau, und wenn ihr Fragen habt, wisst ihr ja, wo ihr das tun könnt. Ansonsten gebt uns ein Like, unterstützt uns und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Beim nächsten Thema. Ciao. Ciao.